Hallo Leute, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, habe ich mir ein neues Mikrofon geholt und da wollte ich einfach mal das alte mit meinem neuen vergleichen, um den einen oder anderen vielleicht auch bei der Kaufentscheidung zu helfen. Und ja, fangen wir an. Natürlich ist der preisliche Unterschied sehr groß zwischen den beiden und da ist es klar, dass das teurere besser ist, aber es gibt ja auch Leute, die einfach mal ausprobieren wollen, wie das mit einem Mikrofon so funktioniert, ja, und da ist das billigere natürlich viel besser. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Das neue Mikrofon ist das Aunamic 900S, was ihr auch gerade hört. Das S am Ende steht einfach nur für die Farbe. Die Farbe bestimmt gleichzeitig ein wenig den Preis mit. So kostet die silberne Version, so wie ich sie habe, 75 Euro auf Amazon. Die schwarze Version kostet 80 Euro. Dann gibt es noch eine Version von Schwarz und Weiß, die kostet 91 Euro. Also kann man sagen, dass es so zwischen 75 bis 90 Euro kostet. Ich habe aber auch schon gehört, dass das Mikrofon vor ein paar Jahren wesentlich billiger war, so zwischen 60 Euro, was ein bisschen schade ist eigentlich. Aber gut, was will man machen, ne? Wahrscheinlich haben die Entwickler mitbekommen, dass die eigentlich viel mehr damit verdienen können. Im Preis enthalten sind auch gleichzeitig noch eine Spinne, die dafür sorgt, dass bestimmte Schlaggeräusche, wie zum Beispiel ein Klopfen, nicht an das Mikrofon weitergeleitet werden. Und noch eine kleine Tasche aus Leder. Nicht enthalten sind ein Standfuß und ein Popschutz, welche beide aber zu empfehlen sind, da der Standfuß dafür da ist, damit ihr das Mikrofon hinstellen könnt. Und der Popschutz dafür da ist, dass die P- und S-Laute nicht ganz so scharf und stark sind. Das Mikrofon wird einfach per USB an den Rechner geschlossen und funktioniert danach auch ohne Treiber einfach einwandfrei und man muss sich darüber eigentlich keine Sorgen machen. Die Qualität des Mikrofons hört ihr die ganze Zeit schon selber und da muss man einfach sagen, dass sie wirklich sehr, sehr gut ist für diesen Preis. Ist halt kaum Rauschen vorhanden. Die Stimme ist wirklich klar, also da kann man echt nicht meckern. Was man noch dazu sagen kann, ist, dass das ein Mikrofon mit Nierencharakteristik ist. Das bedeutet so viel wie, dass das Mikrofon nur von vorne aufnimmt und Hintergrundgeräusche, also die Geräusche, die hinter dem Mikrofon stattfinden, die sind halt schlechter zu hören. Trotzdem kann man bei einer unbearbeiteten Audiospur immer noch einige Hintergrundgeräusche hören, wie zum Beispiel das Klicken einer mechanischen Tastatur, wie ich jetzt mal kurz demonstrieren kann. Kommen wir nun zu meinem alten Mikrofon, welches das Speedlink Capo ist. Der Preis variiert hier ein wenig, so kostet es bei den meisten Händlern knappe 15 Euro. Manche bieten es aber auch für 10 an oder 11 Euro, also zwischen 15 und 10 Euro kann man schon mitrechnen. Im Preis enthalten sind das Mikrofon an sich und ein Standfuß, aber man braucht eigentlich auch nicht wirklich viel mehr bei dem Preis. Das reicht eigentlich schon komplett aus. Man schließt das Mikrofon mit einem 3,5 mm Klinkenstecker an und diesen Anschluss hat ja eigentlich jeder PC. Ja, zur Qualität des Mikrofons kann man eigentlich sagen, dass das wirklich sehr gut ist für 10 oder 15 Euro. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist ein starkes Hintergrundrauschen, aber damit muss man wohl mit einem Mikrofon solcher Preisklasse leben. Kommen wir nun mal zum direkten Vergleich der beiden Mikrofone. Da nehme ich einfach diesen Standardsatz, den Microsoft für einen vorgesehen hat, wenn man sein Mikrofon einrichtet. Dazu möchte ich noch sagen, dass das Capo bei mir ein leichtes Hintergrundfiepen hat. Das gehört nicht dazu, das bitte also einfach wegdenken. Das Hintergrundrauschen gehört dazu und ja, man kann dazu sagen, dass das wahrscheinlich einfach nur da ist, weil ich das jetzt seit 4 Jahren habe. Und ja, da ist es also zu verzeihen. Los geht's mit dem Auna-Mikrofon. Peter diktiert seinem Computer einen Text. Er zieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders der Verwendung von Stift und Papier vor. Peter diktiert seinem Computer einen Text. Er zieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders der Verwendung von Stift und Papier vor. Ja, da kommt man ja nochmal ganz gut das Rauschen vom Capo hören, welches sich natürlich aber auch ganz leicht mit bestimmten Audioprogrammen wie zum Beispiel Audacity entfernen lässt. Aber ansonsten kann man echt nichts falsch machen, wenn man ein Einsteigermikrofon sucht. So, das war mein kleines Vergleichsvideo. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch damit weiterhelfen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.